die Eastside-Galerie dann also abgerissen, also da Löcher reingemacht. Das war ja unser Heiligtum, also wenigstens nur ein Stück Mauer, nachdem der Senat das alles weg. Da war ich dann schon traurig, ne? Also das original authentische Mauererlebnis eigentlich in der Stadt in Windeseile verschwunden war. Das wurde in Windeseile, haben sich da ganz viele Architekten gedrängelt und wollten da bauen. Ne? Und das einzige nicht umgepflügte Stückchen war hier an der Stresemannstraße, was es ja auch nicht mehr gibt, mit diesem kleinen Stückchen Mauer. Und das ist hier ein umgedrehter Wachturm, den sie da umgekippt haben. Dann gab es hier diese Infobox, also wo man das Baugeschehen am Potsdamer Platz, kommt man rauf, konnte da Infomaterial, konnte das alles von da aus beobachten. Das war eine völlig kuriose Geschichte. Da hat sich dann einer, Starnke hieß der hat plötzlich behauptet, der Magistrat hätte ihm das Stück Mauer geschenkt. So ein ganz frecher junger Hund, ne? So, hat sich da hingesetzt, hat einen Bauzaun drumherum und gesagt, so, das ist meins. Und dann hatte ich damals einen befreundeten Galeristen, Kani Alavi, der diese Eastside-Galerie immer wieder durch die Zeiten in Ordnung hält, Kani Alavi. Und der hat mir gesagt, da mach mal was, ne? So. Also der war so ganz vernetzt, während ich immer so ein bisschen so im Atelier und die Sache von Ferne betrachtet habe und dann immer wieder mal losgespurtet bin. Aber der hat mich da angesetzt und gesagt, hier Sonnentor. Bin ich dahin und habe gesagt, ja, ich brauche 2 Mauerteile, will ein Sonnentor bauen und die müssen die Maueröffnung symbolisieren. Und dann hat der da alle möglichen Bauarbeiter gekannt, die mit ihren Kranwagen da ankamen und die Mauerteile gepackt haben und die so aufgebaut hat. Und ich wollte die vergolden. Deswegen hieß das Projekt eben auch Mauervergoldung am Potsdamer Platz. Und das war hier irgendwie im 98 und ich habe das als Remember für 89 gemacht. Also Sonnentor am Potsdamer Platz, Remember, dieses historische Ereignis. Und dafür habe ich dann gedacht, mein Gott, das ist so ein Schicksalsdatum für Deutschland. Ne? Dann habe ich das Wendehoroskop mir von einer Freundin machen lassen. Das war auch ein richtiger, also wann war eigentlich der Mauerfall genau, ne? Oder wann hat der Stabowski da gesagt, ne? Wie viel Uhr war das? Und wann ist die Mauer wirklich eröffnet worden, da oben in der Bornholmer Straße, irgendwie 21 Uhr, brauchte ja ein Datum. Das ist so, der eine sagte so, der andere sagte so. Du kriegst ja auch kaum eine genaue Zeitangabe, wenn du irgendwo recherchierst, wann das jetzt wirklich war. Ich wollte einfach nur wissen, wie ist denn eigentlich die spirituelle Landkarte dazu? Also zu dem Ereignis. Weil der 9. November so lange ein Schicksalsdatum für Deutschland ist. Ich sage, was ist denn jetzt schon wieder, ne? 9. November. Wer hat denn da oben regiert oder was, ne? Nee, okay. Da hatte ich damals eine Freundin, die hat Horoskope gemacht und die hat mir dann das Horoskop aufgezeichnet und dann saß ich hier auf dem Boden und habe das Horoskop auf Goldfolie drauf gemacht und dann habe ich das da draufgeklebt. Mein Mauervergoldungs-Act. Stand eine Weile da, irgendwann hat der Wind so das Zeug abgefetzt und die Folie abgefetzt und dann habe ich es für uns abgemacht. Und ich habe die Mauerteile, damals wollte ich die noch haben und der Standke hat sie mir nicht gegeben. Dann war ich eigentlich ziemlich sauer irgendwie, ne? Ich wollte diese vergoldeten Mauerteile mit dem Wendehoroskop in ein Museum geben. Aber da bin ich dann ein Stück weiter gegangen in Verhandlungen und da die Mauerteile nicht da waren und ich jetzt plötzlich mein ganzes aktives, kreatives Leben auf die Suche nach Mauerteilen und Geld beschaffen und sowas ist mir dann, dann ist das nächste Projekt schon in Sicht und so. Das stand auch nicht ewig, das wurde dann irgendwann abgerissen, da war ja alles verplant, jedes Grundstück war verplant. Und da steht jetzt, glaube ich, ein Finanzcenter drauf oder so. Und ich wollte eigentlich, dass die letzten originalen Mauerteile da stehen bleiben. Deswegen habe ich das eigentlich gemacht. Furchtbar.
Boah, ich dachte, mein Gott, wir hatten so eine Chance, so ein leeres Gelände, ja. Was hat Paris daraus gemacht, ja? Mit ihren Architekten. Was ist bei uns? Das ist doch ein Baukasten, ne? So Spielzeug, ja, hier einer, da einer, dort einer, alles viel zu eng und drin. Sieht denn das aus? Völlig austauschbar. Das kann ja Singapur sein, das kann Hongkong sein, das kann New York sein, ist wurscht. Keine Identität mehr.